Es war ziemlich genau vor einem Jahr. Da fand in diesem Haus hier der traditionelle Basar zugunsten von Hilfsprojekten im Süden statt. Hier traf ich Sheikh Malik an, einen Moslem aus Senegal, der im Kirchgemeindehaus einen Trommelworkshop gab. Er erzählte mir, dass ein friedliches, ja geradezu harmonisches Zusammenleben von Christen und Moslems in seinem Land absolut selbstverständlich sei. Da sagte ich zu mir, das will ich mit meinen eigenen Augen sehen. Ich glaube, ich brauche einfach etwas zu sehen, was meine Hoffnung stärken könnte. Jetzt geht's aber direkt nach Dakar. Genau hier. Der Senegal liegt im äußersten Westen Afrikas, im Übergang zwischen der trockenheißen Sahelzone und der feuchtheißen tropischen Zone. Der Islam kam vor fast 1000 Jahren von der Wüste hierher. Zu dieser Religion bekennen sich heute 95% der Bevölkerung Senegals. Das Christentum gelangte ab der Mitte des 15. Jahrhunderts vom Meer her in diese Gegend Afrikas. Seither bilden die Christen hier eine kleine Minderheit. Man spricht von 4% der Landesbevölkerung. Wir befinden uns in Dakar. Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1960 der Hauptstadt Senegals. Ein Volk, ein Ziel, ein Glaube lautet hier der Slogan. Ein Glaube, aber welcher? Vom Obelisk der Nation sieht man bestens einen Kirchturm und ein Minarett. Dafür, dass die Christen nur ein paar Prozent der Bevölkerung bilden, sind Zeichen kirchlicher Präsenz doch recht leicht zu finden. Sogar protestantische Einrichtungen entdeckt man bei einem Spaziergang durch Dakars Straßen immer wieder, auch wenn diese Denominationen nur einen Bruchteil der christlichen Minderheit repräsentieren. An diesem ersten Sonntag im Land will ich eine aufsuchen, die meiner reformierten Kirche am nächsten steht, die EPS, Église Protestante du Sénégal. Weil die Taxifahrer mit der Unterscheidung zwischen den verschiedenen christlichen Denominationen absolut überfordert sind, werde ich dreimal bei einer falschen Kirche abgestellt, bis ich dort bin, wo ich sein wollte. Ich habe eine Stunde Verspätung, bekomme aber noch die Predigt mit und einen Eindruck, wie hier Gottesdienst gefeiert wird, in einer Kirche, die nicht sehr viele Mitglieder, aber viel Ausstrahlung besitzt. Wir erleben gerade einen der Höhepunkte des Gottesdienstes, die Opfergabenprozession im Tanzschritt. Naja, am Tanzschritt muss ich noch arbeiten, aber für das Kollektenergebnis ist das nicht von Bedeutung.
Pfarrer Mendy ist in einer katholischen Familie aufgewachsen. Für den Protestantismus hat er sich bewusst entschieden. Am Abend nimmt er sich die Zeit, mir von den muslimisch-christlichen Beziehungen zu erzählen. Le Sénégal est connu comme étant donc, un exemple de bonnes relations entre les musulmans et les chrétiens. Cette relation a été bâtie donc, par le premier président de la République, son Excellence Léopold Sédar Senghor. Il avait posé les bases, les fondements avec les chefs religieux de l'époque pour permettre à ce qu'il puisse y avoir une bonne cohabitation entre les chrétiens et les musulmans. Pendant que dans certains pays, les gens se battent entre les musulmans et les chrétiens, ils se battent, ils se tuent, ils s'entretuent. Ici au Sénégal, les chrétiens et les musulmans vivent donc dans de très bonnes relations, à telle enseigne que pendant les fêtes aussi musulmanes que chrétiennes, donc les gens s'invitent. Quand les musulmans célèbrent la fête de la Tabaski, donc ils donnent la viande de mouton aux chrétiens. Et quand les chrétiens également célèbrent la fête de Pâques, ils préparent la bouillie de mil, donc avec des pains de singe, avec la pâte d'arachide, qu'on appelle l'engala, pour donner ça donc, aux musulmans chrétiens. Donc se vit très bien. C'est vite très bien parce que quand vous attaquez un chrétien, c'est comme si vous attaquez un musulman. Et quand vous attaquez un musulman, c'est comme si vous attaquez un chrétien. Es hat dennoch Attacken auf Protestanten gegeben. Il y a certaines églises nouvelles qui s'implantent, des personnes qui viennent d'autres pays, qui ne connaissent pas les réalités, qui viennent s'implanter dans des endroits typiquement qui appartiennent aux communautés musulmanes. Vous voyez, non seulement par exemple c'est une sorte d'agression, mais en même temps aussi les méthodes qui sont utilisées sont des méthodes qui ne favorisent pas la cohésion entre les chrétiens et les musulmans. Donc ce qui fait que ces églises ou bien ces groupes sont attaqués, et ce qui est dommage c'est que on va mettre tout le monde sur le même pied. Hein. On va dire que tout le monde sont comme ça, les méthodistes sont comme ça, les luthériens sont comme ça, les réformés sont comme ça, alors que ce sont des groupes. Heute gehe ich Murtala besuchen, den Sohn von Sheikh Malik, der hier im Quartier ein Nähatelier hat. Er ist gerade damit beschäftigt, für das nahende Pilgerfest der Muslime im Senegal, den großen Magal, die Kleider zu schneidern. Das ungeschriebene Gesetz verlangt nämlich, dass man zu jedem Fest in einem neuen, noch ungenutzten Kleid erscheint. Männer wie Frauen und Kinder. Lange zögere ich, am Magal teilzunehmen. Das Pilgerfest übertrifft doch in seinen Dimensionen den Hadsch, die Wallfahrt nach Mekka. Die Schätzungen gehen von 3 bis 4 Millionen Pilgern nach Touba aus, der heiligen Stadt der Muriden und aller Moslems hierzulande. Werde ich so etwas überstehen? Wie soll man da nicht untergehen, wenn sich für 4 Tage ein Viertel der Bevölkerung an einen Ort in der Einöde im Osten des Landes verschieben will? Und werde ich mich als Christ nicht völlig deplatziert vorkommen? Christen seien in Touba anders als in Mekka ausdrücklich willkommen, bekomme ich immer wieder zu hören. Non, mais le Magal de Touba, c'est autre chose. En allant à Touba, vous allez voir. Oui. On ne peut pas vous expliquer comment est le Magal ou comment ça se passe ou pas, à moins que vous allez vivre ça vous-même. Dès que vous serez là-bas, vous saurez comment est Touba, comment est celui Touba et comment est le Magal. Vous le verrez vous-même. Ich merke, dass es unentschuldbar wäre, den Magal zu verpassen, wenn ich mich anschicke, über Christen und Moslems in diesem Land zu berichten. Ça, chaque année, ça devient de plus en plus beau, magnifique, et toutes les choses s'augmentent. Und bald werde auch ich vermessen, um ein Festkleid angefertigt zu bekommen, pünktlich zum Fest am 18. Safar des Jahres 1438 nach islamischer Zählung.
C'est lui qui nous met dans la voie de la perfection. C'est lui qui nous... C'est notre éducateur, c'est tout... Bon, comment dire, on ne peut pas expliquer ça. Ouais, c'est le meilleur. Khalil, der Hotelier, wird auch nach Touba reisen und erzählt mit Stolz von seinem Marabout, dem Guide Spirituel. Fifi, eine Freundin von Khalil, ist traurig, weil sie dieses Jahr nicht am Magal teilnehmen kann. Was bedeutet ihr aber der Moi, je suis Glaube? musulmane, père et mère, je suis mouride, je suis haïfale. La moitié de mes amis sont des chrétiens, voilà, ils suivent leur religion, moi aussi. Ça ne nous dérange pas, ça ne change rien entre nous. Voilà. Ils font leurs prières et moi aussi je fais mes prières. Heute will ich den Ableger der ökumenischen Thésée-Kommunität im Burgund ausfindig machen, die hier im Grand Yoff-Viertel von Dakar seit über 20 Jahren präsent ist. Um die Gemeinschaft aufzuspüren, leiste ich eine echte Detektivarbeit, denn so etwas wie Adresse ist nicht herauszufinden. Ich entdecke auf den Fotos diesen Baum und mache mich auf die Suche per Google Earth. Das muss dieser Baum hier sein. Jetzt mache ich mich auf den Weg, den echten, nicht den virtuellen. Und tatsächlich, die Hypothese stimmt. Ich stehe von der Pforte der Kommunität, die gegenwärtig aus 2 Brüdern besteht. Im Caire Thésée, also Thésée-Haus, gehen viele ein und aus. 3 junge Moslems finden hier wegen schwieriger Familienverhältnisse ein vorläufiges Daheim. Die 2 Freunde studieren Pharmazie. Nadia Touré will Automechaniker werden. Wie hat er denn hierher gefunden? La maison, je l'ai connue un soir, en rentrant au foot comme ça, avec beaucoup de play. Au début, je n'étais pas comme ça. Je faisais des bagarres, de battre comme ça, d'ici, là-bas. Mais depuis que je vis ici, depuis 2 ans, tout le monde me dit que tu as beaucoup changé et ça me fait plaisir. Moi, ici, je suis là chaque jour avec les enfants pendant l'activité, de partager ma vie avec eux. Je suis musulman, mais beaucoup de gens me croyaient des chrétiens, mais moi, je leur dis que moi, je suis un croyant. Tous. Plus loin, c'est pour ça qu'elle partait. Diese Frauen kommen hierher und leiten kleine Workshops für Mütter und werdende Mütter, die mit diesen Artikeln ihr Einkommen ein wenig aufbessern können. Von Bruder Christi will ich wissen, ob es nicht heikel ist, wenn eine christliche Gemeinschaft Jugendarbeit in einem muslimischen Quartier betreibt. Quand je suis arrivé, et les enfants, ils m'appelaient tous à la fois, hein? Comme si ils réclamaient l'attention de ce nouveau venu. Un jour, je me disais, voilà, les enfants sont là, il y a une joie, les gens nous saluent, etc., etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas, de la part de certains, une méfiance? Est-ce qu'au fond, ils ne se demandent pas, est-ce que par là, ils ne veulent pas le convertir? Mais vous voyez très très bien que nous prêtons très attention, même aux heures de la prière, pour que soit uniquement les chrétiens qui prient avec nous. Et la femme aînée, la plus aînée, elle était à côté de moi, elle m'a dit, frère, tu ne t'inquiètes pas, ça on l'a déjà compris, vous prêtez très attention à cela et on vous fait confiance. C'était immensement beau. Haben also die Brüder keine religiöse Mission hier in Dakar? Bruder Christi bringt es auf den Punkt. Un chrétien ouvre les bras, comme le Christ, c'est fini. Das Abendgebet fängt an. Die muslimischen Jungs haben sich inzwischen verabschiedet und werden erst nach dem Gebet wiederkommen und mit den Brüdern ein einfaches Abendessen teilen. Zum Gebet kommen aber einige Christen aus dem Quartier. Dieses ist ganz wie in Thésée auf Christus ausgerichtet, nur die Sprache ist zu weiten Teilen die Ortssprache Wolof.
Wir sind auf dem Campus der Cheikh Anta Diop Universität. Über Facebook habe ich Mbanga Diallo kennengelernt. Seine Doktorarbeit schreibt er über das Verhältnis von Christen und Moslems. Bevor wir anfangen, warten wir aber ab, bis einige Studenten ihr Abendgebet beendet haben. Was ist das senegalesische Rezept für den Religionsfrieden? Je pense que ce qui tient à la spécificité sénégalaise, on ne se réfère pas à la religion. On se réfère plus à ce que nous sommes avant d'être musulmans ou bien avant d'être chrétiens. C'est quoi? C'est la famille. On tient plus à la famille qu'à la religion. On se réfère toujours à la famille, au sang, que de parler que moi je suis musulman ou je suis chrétien. Ist dieser Friede gesichert oder doch labil? Du côté des musulmans, on voit de nouvelles vagues ou bien de nouveaux sectes qui arrivent et qui pourraient, dans le temps, ou qui pourraient constituer des menaces à cette parfaite harmonie ou bien à cette parfaite cohabitation entre musulmans et chrétiens. Et comme du côté des chrétiens aussi, on en voit aujourd'hui au Sénégal cette nouvelle vague d'évangélistes qui arrivent et qui pourraient, dans le temps aussi, constituer des menaces à cette forme de cohabitation qu'on connaît au Sénégal. Es gibt also eine christliche Bedrohung für den Frieden? On voit au sein même de cette université parfois des gens qui se réclament du christianisme et qui ne sont pas catholiques, qui exercent une certaine violence. Pas une violence physique, mais une pression. Auf dem Campus befindet sich eine Moschee. Die Unikirche aber außerhalb dessen Grenzen. Mbanga Diallo sieht darin die Weisheit der katholischen Kirche, sich auch mit dem zweiten Platz zufrieden zu geben und sich nicht vorzudrängen. Gerne hätte ich mehr darüber von der Seite des Bistums gehört, aber hier will sich niemand bereit erklären, mit mir zu sprechen. Ich schaue mir die Kathedrale trotzdem an. Sie hat etwas Orientalisches in ihrer Erscheinung. Erbaut wurde sie auf dem Ort eines moslemischen Friedhofs, was mich erstaunt. Aber daran scheint sich niemand zu stören. Die Toten haben keine Religion, sagte zu mir ein älterer Dakarua. Inzwischen rückt der große Magal näher. Wir sollen noch diese Nacht aufbrechen. Koffer werden gepackt, Esswaren eingekauft und quengelnde Kinder nur mit Mühe bei Laune gehalten. Es ist, als ob es um den Aufbruch in die lange ersehnten Ferien gehen würde. Die religiösen Feiertage führen regelmäßig zu einem Massenexodus. Das sind eben Holidays, heilige Tage. Im Atelier von Murtala läuft der Fernseher. Den ganzen Tag lang werden bereits Bilder aus Touba ausgestrahlt. Tausende Rinder, Schafe, Kamele werden in die heilige Stadt getrieben, um dort geschlachtet zu werden. Den Millionen von Menschen wird während 2 bis 3 Tagen ein Festessen nach dem anderen serviert. À Touba. Touba, c'est bon. Quand tu tellement, c'est bon. Lange Stunden vergehen, bis man sich auf den Weg machen wird. Murtala näht ohne Unterlass in seinem Atelier. Und daheim angekommen, näht er weiter. Erst nach Mitternacht geht es zur Straße, die in den Osten des Landes führt. Es scheint ein völlig aussichtsloses Unterfangen, hier eine Mitfahrgelegenheit zu finden.
Um 3 Uhr morgens ist es aber soweit. Murtala mit der Tochter, seine Tante und ich sitzen mit ein paar Fremden in einem 7-Plätzer nach Tuba. Als es draußen zu dämmern beginnt, schlage ich meine Augen auf. Auf meinem Schoß sehe ich die kleine Tochter von Murtala, die zu Ehren der Mutter den Namen Maman trägt. Wenn ich mich in unserem Gefährt umschaue, wird mir klar, dass mir auch Schlimmeres hätte zustoßen können. Denn Maman wiegt fast nichts und sie ist ein äußerst süßes Kind. Alles strömt nach Tuba, jung und alt, Kinder und Säuglinge, ja ganze Familien. Viele junge Menschen kommen zusammen mit ihren Kumpanen aus der Bruderschaft, zu der fast alle gehören. Besonders die vielen jungen Männer bringen mich zum Staunen. In ihren wildesten 20ern fahren sie eine Nacht oder einen Tag lang zum Teil auf einem Fuß stehend oder hinten am Trittbrett des Busses hängend, um an einen Ort zu gelangen, wo sie weder rauchen noch trinken, weder weltliche Musik hören noch tanzen und nichts mit einer Frau haben dürfen. Kann man sich das erklären? Bald passieren wir das Tor der heiligen Stadt Tuba, einer Stadt mitten im Nirgendwo. Serin Tuba, wie Ahmadou Bamba oft genannt wird, verlangte von seinen Landsleuten Friedfertigkeit und Verzicht auf jegliche Gewalt. Sie hörten auf ihn und tun es heute noch. Etwas, was weder Mahatma Gandhi noch Nelson Mandela oder Martin Luther King im gleichen Maß erreichten. Ich frage mich, ob sie überhaupt Kenntnis hatten vom Vorbild des großen Heiligen aus der senegalesischen Steppe. Wir nähern uns dem Haus meiner Gastfamilie, das noch fast leer ist, weil es fast ausschließlich während dem Magal genutzt wird. In den nächsten Tagen wird es mit über 100 Leuten besetzt sein. In der Schweiz würden wir vom Problem kalter Betten sprechen. In Tuba würde man mit kalt völlig daneben liegen und mit Betten auch. Es gibt im ganzen Haus nämlich keine und es wird auch keine geben. Dünne Materatzen werden aber bald das geräumige Haus säumen. Durchs Jahr stehen die meisten Häuser leer, weil die Stadt, in der Ahmadou Bamba begraben liegt, nur einige 100.000 Einwohner zählt. In diesen Tagen werden es fast 4 Millionen sein. Inzwischen wird bereits der Tee gekocht in einem rituellen Vorgehen, das genau geregelt ist. Alioune ist Meister im Teekochen und er ist einer der vielen Beifall, erkennbar an dem bunten Bubu, dem Festkleid. Beifall sind so etwas wie Diener ihrer geistlichen Führer, der Marabuts. Eine ihrer Aufgaben ist das Wachen über die Einhaltung der Gesetze. Vor allem hier in Tuba werden die Regeln, wenn nötig, hart durchgesetzt. Wer zum Beispiel beim Rauchen erwischt wird, dem drohen Stockhiebe und Gefängnis. Die erste Fahrt ins Zentrum von Tuba dient der Abholung des Rinds aus dem Hof des Marabuts. Denn 2 von diesen Tausenden, die nach Tuba getrieben worden sind, werden von der Großfamilie verspesen, zu der ich in diesen Tagen gehöre. Während ein Rind bereits im Vorfeld zubereitet wurde, schnupft das zweite noch seinem Schicksal entgegen. Das Verladen des Rinds in den Transporter ist eine knifflige Aufgabe, denn das Tier muss die Ladefläche selber besteigen und es dazu zu bringen, ist die große Herausforderung. In das gleiche Auto wird auch das Brennholz geladen,
auf dem das Fleisch bald schmoren wird. Es ist bereits lange Nacht, als der Transporter vor dem Haus vorfährt und die lebendigen sowie die nicht lebendigen Güter abgeladen werden. Am nächsten Morgen, dem Morgen des großen Magals, zeugt eine Blutlache von der Arbeit des Schächters, der um 3 Uhr morgens ans Werk ging. Ob der Zeitpunkt so gewählt wurde, um die Kinder vor dem schlimmen Anblick zu verschonen, will ich von einer Mutter wissen. Aber nein, das sehen die Kinder bei uns immer wieder, gibt sie zur Antwort. Der Schächter verrichtete seine Arbeit einfach vor dem Zubettgehen, damit man am Morgen mit der Zubereitung weitermachen kann. Das Magalfest ist ein Familienanlass mit einer wichtigen kulinarischen Komponente. Und es ist gleichzeitig auch eine Modeschau und ein Schönheitswettbewerb im Kleinen. Ça, c'est bon, c'est gelé. Si c'est pas gelé. Ich frage mich, welcher Erziehungsdirektor bei uns solche Kopftücher verbieten würde, außer vielleicht aus Sorge, dass die Schüler von den Lernzielen abgelenkt werden. Zusätzlich ist das Fest ein kleiner Marktplatz. Nun findet die religiöse Zeremonie im Haus der Familie statt. Kinder rezitieren Koranverse und werden dabei von ihren Lehrern angeleitet. Der Hausherr mit seinen Frauen ist anwesend. Einige weitere Hausgenossen hören sich die Rezitation auch an. Andere ziehen es vor, sich an den segensreichen Gesängen nicht direkt, sondern durch eine Spende zu beteiligen. Die Knaben werden für ihr Dienst ein Opfer bekommen. Meine Presseakkreditierung, die ich von offizieller Seite beantragt und erhalten habe ich mir um den Hals umgehängt. Damit wird auch meine Rolle bei diesen Zeremonien klar definiert. Berichterstattung. Ich möchte vom Hausherr hören, wieso er dieses Haus seiner Großfamilie Jahr für Jahr für dieses Fest zur Verfügung stellt. Voilà, donc le Magal, c'est, d'une manière générale, c'est la commémoration du départ en exil de notre guide vénéré, Cheikh Ahmadou Bamba. Et chacun de son côté se plaignait du fait qu'il parte en exil. Lui, il dit Alhamdulillah, grâce à Dieu. Ces épreuves que je vais subir montrent que Dieu a accepté mes prières. Et en ce jour précis où il partait, il dit, je voudrais que chaque année qui vienne, que vous les fidèles, vous m'aidiez à remercier mon Seigneur et en le remerciant, vous vous retrouvez en toute fraternité, en toute confraternité et que vous receviez les étrangers de manière royale. La pratique musulmane de Cheikh Ahmadou Bamba dépasse même la religion musulmane parce que, comme le dit le bon Dieu, il faut considérer les pratiquants des autres religions. Alors moi, en tant que propriétaire de cette maison, en cette fête de Magal, j'éprouve énormément de plaisir à voir toute ma famille autour de moi, tous ceux qui peuvent venir, les frères, les sœurs, les parents et amis, voire même des inconnus, parce qu'il y a des gens qui sont dans cette maison aujourd'hui que je ne connais pas, qui viennent ici m'aider à accomplir le vœu de Cheikh Ahmadou Bamba. Seine erste Frau ist eine Enkelin von Sheikh Ahmadou Bamba in 4. Generation. Welche Gefühle bewegen Sie denn? Donc c'est un moment de communion, c'est un moment de confraternité, c'est un moment
de partage ensemble. Et pour ce faire, elle est revenue un peu sur la présence de toute la famille ici. En ces occasions-là, les gens contribuent de manière volontaire parce que chacun veut recevoir en retour la bénédiction de Dieu à travers la participation à l'œuvre du Cheikh. Im weiteren Verlauf des Morgens singen auch die hier anwesenden Beifalls ihre ganz besonderen Gesänge. Ça s'appelle le Zikrullah. Ça s'appelle le Zikrullah. De Cheikh Ahmadou Bamba et de son disciple Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall, quoi. C'est le nom d'Allah, quoi. C'est le Zikrullah. Am Nachmittag gibt es die Gelegenheit, Serigne Abdou Ahad Mbacké, auch er ein Großkind von Cheikh Ahmadou Bamba, nach dem senegalesischen Friedensrezept zu fragen. L'islam au Sénégal est, disons, contrôlé par les confréries, qui sont des confréries soufis et qui placent quand même la paix à un point extrêmement important. Si l'on prend l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba, pendant 33 ans, il a été privé de liberté. Il a subi beaucoup d'injustices, mais à aucun moment, il n'a pensé prendre les armes ou user de la violence. Il a toujours tenu un discours de paix. Et également, c'est une société qui est extrêmement hiérarchisée. Vous prenez toute la communauté mouride, on fait plus de 5 millions de personnes, mais il n'y a qu'une seule voix autorisée que tout le monde écoute. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, à chaque fois qu'on est au bord du précipice, à chaque fois qu'on est en train de déraper, cette autorité, cette voix qui est celle du Khalif général des Mourides, en tout cas, prend la parole pour dire stop. Il y a des limites à ne pas dépasser. J'invite tout le monde à se retrouver autour d'une table, à discuter. Et quand même, ça c'est une chance que nous avons et que beaucoup d'autres pays n'ont pas. Und dieser Friede ist auch einer zwischen den Religionen. Vous-même, vous êtes un très bel exemple. Vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas mouride, mais je crois que vous êtes bien accueillis. Vous êtes traités comme les autres journalistes. Et donc, nous, on ne fait pas cette différence-là. Hein? Et voyez, je disais tout à l'heure que Cheikh Ahmadou Bamba a prié pour toute l'humanité. Même quand il prie, il n'a pas prié seulement pour les musulmans. Hein? Donc il a pardonné et il a imploré donc le Seigneur de pardonner à toute l'humanité. Es ist Zeit für das Nachtessen und bald wird es auch klar, heute wird es nicht geschlafen. Wir wollen nach dem Essen zurück in die Stadt zur Moschee. Zuvor gibt es aber eine Zeremonie mit dem Marabout Serigne Cheikh Sey Mbacké, der älteste dieser Familie ist. Da es vom Haus bis zum Zentrum ca. 13 Kilometer sind, ist es klar, dass wir auf ein Fahrzeug angewiesen sind. Der Viehtransporter von gestern ist für uns gerade recht. Während der Fahrt bin ich Zeuge von ganz spontanen Begeisterungsausbrüchen und Ehrbezeugungen, die alle dem Gründer dieser Stadt gelten, dem Serigne Touba, dem Ahmadou Bamba.
Auch wenn das Licht ausgeht, die Begeisterung der Jugendlichen für diesen Volkshelden mag das nicht löschen. Der Zeremonie beim Patriarchen und einem Nachkommen Ahmadou Bambas in 3. Generation liegt ein Ehrerbietungs-, Dankes- und Lobredenprotokoll zugrunde. Es folgen Gebete und Segensworte. Ein spezieller Moment sind Gebete über den Reisepässen der Auswanderungswilligen. Es sei so schwierig, ein Visum zu erhalten, erfahre ich von Murtala. Und bei jedem Gesuch, unabhängig dessen Ausgangs, wird eine große Summe Geld verlangt. Er berichtet, dass dieses Gebet über den Pässen schon häufig gewirkt habe. Während einige vom Senegal wie vom Paradies schwärmen, wollen viele nach Europa auswandern. Gehört denn nicht auch bei uns zu unserem Paradiesbegriff dazu, dass man es jederzeit und in jede beliebige Himmelsrichtung verlassen kann? Von dieser Zeremonie geht es jetzt zur großen Moschee. Man muss sich doch beeilen. Schließlich sollte man morgen bereits aufbrechen und Murtala will noch in der Moschee seine Gebete verrichten. Wir bahnen uns den Weg durch die Menge und dringen bis zur Umzäunung der Moschee vor. Erst hier realisieren wir, dass der Anfang der Schlange kaum zu erreichen ist. Und das, obwohl der Besuch im Laufschritt geschehen muss, um die große Menge der Besucher durch die heiligen Orte zu schleusen. Murtala muss sich langsam damit abfinden, auf sein Gebet in der großen Moschee von Touba dieses Mal verzichten zu müssen. Zum Glück habe ich meinen Presseausweis dabei. Der erlaubt mir, an der Schlange vorbei ein paar Schritte ins Innere der Moschee zu gehen und dieses monumentale Bauwerk und die Leute, die hier beten, auf mich wirken zu lassen. Vor der Abreise betet Murtala vor dem Haus, während mir Mamadou Cissé noch eine andere Erklärung dafür gibt, dass sich beide Religionen gut vertragen. Avant l'islam, c'était des athées, ils ne croyaient en rien, ou bien c'était des animistes, trucs comme ça. C'est après que les deux religions-là sont entrées, parce que nous, on ne connaissait pas le christianisme, on ne connaissait pas l'islam. L'islam est venu du nord des Arabes. Le christianisme, c'est les Français qui sont venus nous. Man ist sich bewusst, dass beide ein Importgut sind. Meine Heimreise wird über den Nachbarort von Touba Mbake führen. Während es in der Stadt Touba keine Kirche gibt, ist Mbake Heim einer katholischen Pfarrei. Ich möchte nämlich von den Vertretern dieser Gemeinde erfahren, was für sie diese Nachbarschaft bedeutet. Nous avons des bonnes relations, de bon voisinage, de convivialité, de façon naturelle. Ici, nous sommes vraiment à l'aise dans ce territoire. Le cas du Magal, il y a des préparatifs avant. Et nos femmes catholiques également souvent se joignent aux femmes musulmanes pour balayer, nettoyer les rues. Et pendant la fête, les maisons catholiques également servent de dortoir. Donc nous accueillons les musulmans qui viennent à Mbake, à Touba pour les besoins du Magal. Und was meint der Pfarrer über Sheikh Ahmadou Bamba? Un homme de Dieu qui invite à prier Dieu, à le vénérer de façon avec droiture, avec vraiment piété. Ce dimanche, vous avez eu une messe. Combien de paroissiens sont venus? Ils sont venus nombreux, mais tout ce qu'ils ont reçu, que les chrétiens qui sont venus à Touba pour le Magal, ils viennent aussi à la messe. Ah ouais. Des policiers, des gendarmes, tous qui sont venus pour le Magal aussi, ils sont tous à la messe ce matin.
Ah oui. Ils sont venus à la messe ce matin. Je ratais quelque chose alors. Voilà, ce matin, si vous étiez là, vous allez voir vous pouvez. Meine nächste Station führt mich in die Großstadt Thiès. Ein Verwandter von Murtala hat hier einen Coiffeursalon. Nach 4 Tagen mit wenig Wasser und ohne Gelegenheit zum Rasieren will ich davon profitieren. Bevor ich drankomme, erfährt ein anderer Kunde das Thema meiner Reportage. Das löst spontan eine sehr lebhafte Unterhaltung auf Wolof mit Französischfetzen aus, von der ich Wir geben ein Beispiel der ganzen Welt aufschnappe. Nous donnons l'exemple au monde entier. Sénégal ñoo gën a bon ci àdduna waaye loolu moom. Das will ich genauer hören. Je peux donner l'exemple dans l'univers. Ce qui se passe comme dialogue islamo-chrétien, ce qui se passe au Sénégal ne se passe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Je suis musulman, je n'ai fréquenté que des écoles privées catholiques. Saint-Pierre, Saint-Michel, Sacré-Cœur. À l'école Sacré-Cœur, je ne payais pas parce que je jouais à la gendarme. Les prières catholiques, je les connais parce que je les récitais, mes amis chrétiens les récitaient tous les matins et tous les 15 heures. À 15 heures le matin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le Fils de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui est... Écoutez, le musulman et le chrétien, c'est la même chose, quoi. Qui nous laisse vivre, quoi. C'est la... Mein Coiffeur ist jung und soeben aus Touba zurückgekehrt. Vielleicht kann er mir etwas über die Anziehungskraft verraten, die Touba auf die jungen Leute ausübt. Le Magal de Touba est devenu une tradition au Sénégal, plus qu'une religion. Quand on voit que la majorité est partout à Touba, même si on n'est pas musulman ou mouride, ça peut t'influencer à partir avec eux. Les jeunes aiment la spiritualité. Ça aussi, ce qui les attire. Oui. Donc ils ne font pas seulement la fête, ils vont aussi prier. Pour prier auprès de ces marabouts. Auf dem Weg nach Hause werden wir noch in einer anderen heiligen Stadt Halt machen, in Chihuahua. Auch hier ist es den Christen nicht gestattet, eine Kirche zu bauen, und sie müssen mit einem unauffälligen Versammlungsort Vorlieb nehmen. Vor Jahren haben Versuche, eine Kapelle zu bauen, zu Unruhen geführt. Die Meinung über das gegenseitige Verhältnis von Moslems zu Christen scheint dennoch ungetrübt positiv zu sein. Avant d'être un musulman ou un chrétien, il faut être un être humain. Ce qui est bon sur un musulman, c'est ça qui est bon sur un chrétien. Respecter le Sénégal, il respecte les musulmans, respecte les chrétiens, respecte tout le monde. C'est le premier exemple dans le monde ici au Sénégal. C'est bon. Les courants de pensée, comme on l'appelle ici, les sectes. On dit Mouride, Khadir et Layen. Bon, et catholiques et protestants. Et nous sommes tous pour Dieu. Donc, nous vivons en laïcité. Pour chacun a sa droit de penser et de choisir la paix. Eine andere Facette der Gebete über den Reisepässen begegnet mir bei dieser noch nicht fertigen Piroge in Dakar. Malik fuhr vor einigen Jahren 2-mal als Steuermann nach Teneriffa mit Leuten, die kein Visum für Europa erhalten hatten. On a fait 12 jours dans la mer pour aller en Espagne. 12 jours. Mais il y avait 4 morts. Il y avait 4 morts. Mais quand nous avons entré là-bas, mais aussi il y avait encore 5 morts. Qui sont morts en Espagne. En Espagne, à l'hôpital de l'Espagne. Oui, la mer était dangereuse. Mais nous prions de Dieu pour qu'il nous aide. Pour qu'il nous aide. Mais Dieu nous a aidés. Mais Dieu et nos parents, ils prient toujours pour nous. Ils prient toujours, surtout notre mère. Oui. Il prie toujours pour que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas des méchants, mais nous ne voulons pas fuir pour aller là-bas faire n'importe quoi. Non. Nous voulons seulement aider nos parents et nos petits frères.
Diese Geschichte erinnert mich so stark an den Film des senegalesischen Regisseurs Moussa Touré, dass ich nicht anders kann, als mir ihn nochmals anzusehen. Zeit, Erinnerungen zu bündeln, das Filmmaterial zu sichern und die nächsten Reiseetappen zu planen. 70 Kilometer südlich von Dakar an der Küste liegt der unscheinbare Ort Popenguine. Hier soll es Marienerscheinungen gegeben haben. So ist mitten im muslimischen Gebiet ein Sanktuarium für Notre-Dame de la Délivrance entstanden. Hunderttausende pilgern hierher für verschiedene Feiertage, die der Jungfrau gewidmet sind. Es kommen Katholiken aus dem ganzen Land, heißt es hier, aber nicht selten auch Moslems, von denen viele Miriam, Mutter Jesu, in Ehren halten. Wir sind im Haus des Dorfvorstehers, eines ehemaligen Imams und Bruders von Kardinal Hyacinthe Thiandoum. Heißt das, dass Moslems an christlichen Gottesdiensten teilnehmen? Même père et même mère qui sont, celui-ci est chrétien et l'autre musulman. Ça ne n'empêche pas. Tout ce qu'on fait dans le village, on le fait ensemble. Christians, musulmans, en même temps chrétiens. Nous faisons tous les rôles. Ça ne va pas nous empêcher. À l'heure de la prière, les musulmans vont regagner leur mosquée et à l'heure aussi, les chrétiens vont aller à l'église pour faire leur prière. Also kein gemeinsamer Gottesdienst. Le cardinal qui était là, c'est un jeune frère à lui. Le cardinal Thiandoum. Ils ont passé la jeunesse ensemble. Lui, le cardinal est de 21 et lui, il est de 22. 1921, lui, il est de 22. Ils habitaient ensemble, ils faisaient jouer ensemble, ils allaient à la mer ensemble, ils étudiaient ensemble, ils faisaient le football. Tous les jeux concernant pour leur jeunesse, ils le faisaient ensemble. Couchés dans le même lit, mais une fois que la prière est revenue, le cardinal il va rejoindre son sanctuaire et lui, il va rejoindre sa mosquée. À l'islam, on dit que Mariam, c'est une dévouée, c'est une pieuse. Fügt der Imam und Bruder des Kardinals noch hinzu und nennt damit einen gemeinsamen Nenner zwischen Moslems und Christen, der im Marienort Popenguine eine große Rolle spielt. Auf der Straße treffe ich einen Mann, der auf Lateinisch singt. Er ist ein Berufssoldat in Ruhestand, Christ und Bewohner von Popenguine. Für ihn hat nur die Messe auf Lateinisch die Fähigkeit, das Herz zu berühren. Credo in unum Deo, Padre omnipotente. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et vous chantez bien en plus. Mais moi, j'ai chanté dans le choral, j'étais choriste. Was meint aber über die Moslems? Le cimetière des musulmans. S'il y a quelque chose à travailler ensemble, les musulmans et les catholiques vont ensemble travailler, enlever les pailles et consorts. Même la grande mosquée de Popenguine, lorsqu'elle était en construction, nous les catholiques et les musulmans, on a prêté main forte pour les aider à construire. Même chez nous, pendant le pèlerinage de Popenguine, nous comptons sur les musulmans, ils viennent en masse pour nous aider, pour nettoyer le sanctuaire et la grotte. J'avais une équipe de femmes musulmanes qui venaient pour faire la cuisine, pour les personnes dont j'avais la charge. La chorale, la Sénélec, la SDE, la gendarmerie et autres. Et la plupart de ces femmes, c'était des musulmans, de toutes les façons. Et l'expérience que j'ai de cette population, c'est que pendant les pèlerinages, par exemple, le grand pèlerinage national, mais toutes les personnes accueillent, toutes les maisons accueillent, sans exception. Toutes les maisons accueillent, n'est-ce pas, tous les chrétiens, tous ceux qui viennent d'ailleurs, pour qu'ils fassent un bon pèlerinage.
Über diese Brücke gelangt man auf die Insel Fadjoud, Teilgemeinde von Joal Fadjoud. Das Besondere, es ist ein Ort, an dem die Zahlenverhältnisse der Religionen umgekehrt sind. 90% Christen und 10% Moslems. Optisch ist die christliche Prägung gut erkennbar. Diese Insel ist eine künstliche Formation. Sie besteht aus aufgeschichteten Muscheln. Auf einer kleinen Nachbarinsel liegt ein gemeinsamer Friedhof für Christen und Moslems. 2 Schulfreundinnen wollen mir den Friedhof zeigen. Die eine ist Muslima, die andere Christin. Diese Führung könnte nicht schöner und nicht symbolischer sein. In der Kirche Saint-François Xavier wird gerade die Abendmesse gefeiert. Vor 17 Jahren ist sie von einem Wirbelsturm schwer beschädigt worden, genau wie die Moschee auf dieser Insel. Die Inselbewohner, Christen und Moslems, haben damals gemeinsam beide Gotteshäuser aufgebaut. Dieses Dach wurde also von Moslems und Christen repariert. Vom Pfarrer dieser Gemeinde will ich wissen, ob man sich heute noch an das gemeinsame Werk von damals erinnert. Cette reconstruction de la mosquée, cette reconstruction, cette restauration de l'église a été bien médiatisée. La télévision venait couvrir certaines activités et de là où j'étais, je voyais à la télé chrétiens et musulmans qui travaillaient ensemble à la reconstruction et de l'église et de la mosquée. Oui. Ça, c'est quelque chose de très beau, de très louable, il faut le dire. Am nächsten Tag will ich auch die damals beschädigte, mit christlichem Zutun aufgebaute Moschee besuchen. Ich muss aber feststellen, dass sie nicht mehr existiert. An ihrer Stelle kommt eine neue zum Stehen, gebaut dieses Mal von einer Baufirma. Das Gebet findet vorläufig in einer der 2 kleinen Moscheen im Ort statt. Hier ist gerade das Mittagsgebet zu Ende. Einige Leute hier sind gar nicht vom Dorf, sondern sie sind zu einer Beerdigung hierher gekommen. À 15h. Mais aussi, celui qui est décidé, c'est mon neveu. C'est catholique, moi c'est musulman. Donc là, dans une même maison, Voilà, en quelque sorte. des gens de même père et de même mère se divisent en 2. L'autre partie musulman, l'autre partie chrétien. Et il n'y a aucun problème. Auch hier betreten die Moslems fast nie den Kirchenraum und auch umgekehrt gehen die Christen nicht in eine Moschee. Die einzige Ausnahme scheint aber die Beerdigung zu sein. Hier fallen alle menschengemachten Grenzen weg. Der Tote wird von Christen und Moslems begleitet. Der katholische Neffe des Imams wird auf dem gemischten Friedhof seine letzte Ruhestätte finden. Diese Buben singen ganz spontan auf der Brücke Kirchenlieder. Ob das Ständchen mir oder dem Toten gilt, weiß ich nicht so genau. L'église famille de Dieu, qui vit sa foi, témoin et annonce. Auf meiner Reise mache ich nun Halt in der Saloum-Delta, in einem Naturparadies.
Hausmann zeigt mir die schöne Gegend. Aber auch bei diesem Sightseeing auf der Pirogue wird das Thema meiner Reportage rege verhandelt. C'est comme ça quoi, toutes les fêtes musulmanes et catholiques, on partage tout. Donc on n'est pas, nous on fête les fêtes, mais pas on est musulmans, on est fête avec les catholiques. Tu prends une référence sur Insa, ou bien tu prends une référence sur Mohamed, ou bien tu prends une référence sur Cheikh Ahmadou Bamba. Mais là c'est toujours Dieu quoi. Diesen heiligen Baobabs erhalte ich unverhofft eine Lektion in Sachen Naturreligion. Le premier jour du pluie, il vient et enlève tout ce qu'ils ont déjà mis ici. À ce moment-là, c'est interdit de venir visiter. Die Riten werden von den Dorfältesten vollzogen, Moslems und Christen gemeinsam. C'est les vieux, nos grands-pères, les anciens, nos grands-pères, nos anciens grands-pères, pendant le mois de mai, juin, ils viennent ici pour une semaine. On fait des clôtures, on tue des moutons, on tue des coqs, on tue des béliers, on prépare à manger ici. Pendant la nuit, ils font le tour du baobab pour chanter leurs anciens. Je ne sais pas, carrément, il y a un secret dedans quoi. Donc eux, ils le font que la nuit du vendredi, du jeudi au vendredi. L'Église catholique a fait un mémorial à l'imam Cissé. L'Église a fait un mémorial de l'imam. Et il a invité toutes les autorités chrétiennes et musulmans ici. C'est typique. Parce qu'il arrive même que des chrétiens, des musulmans du moins, aient des problèmes dans leur foyer. Au lieu d'aller voir l'imam, ou bien l'imam n'étant pas là, ils viennent me voir, moi qui suis chrétien. Alors cela pour vous dire que c'est un exemple parfait et concret de ce que nous vivons. Auf meiner Reise streife ich Tambacounda. Hier sind wir nicht mehr weit weg von Mali entfernt. Dort haben die islamistischen Putschisten die einst friedlichen Verhältnisse umgekrempelt. Am Bahnhof von Tambacounda halten jetzt keine Züge nach Bamako mehr an. Die Verbindung zwischen Dakar und der Hauptstadt von Mali ist eingestellt worden. Malische Lastwagen, erkennbar an den roten Kennzeichen, passieren aber die Grenze. Eine Anspannung wegen der Nachbarschaft zu Mali ist hier aber nicht zu spüren. Auf dem Weg in die Casamance, die südlich von Gambia gelegene grüne Region Senegals, sehe ich den Rand vom riesigen Nationalpark Niokolo-Koba.
Dann erreiche ich Ziguinchor, die Hauptstadt von Casamance. Sie ist Heimat verschiedener Stämme, vor allem aber der freiheitsliebenden Diola, die seit Jahrhunderten fremde Herrschaft zu erdulden hatten und die zum Teil Dakars Herrschaft auch als fremd empfinden. Hier, wo die Natur üppig gedeiht, sollen auch animistische Naturkulte Hochkonjunktur haben. Mir reicht die Zeit nicht, um mich diesem Phänomen zu widmen. Es tangiert zudem nur am Rand das Thema, das mich nach Senegal geführt hat, das Zusammenleben von Christen und Moslems. Gerne bewundere ich die wunderschöne Natur in diesem Teil des Landes, auch vom Schiff aus, das mich nach Dakar zurückbringen wird. Dieses Schiff erweist sich als Sunugal en Miniature, denn Sunugal bedeutet auf Wolof unsere Piroge. Davon hätten die Franzosen Senegal gemacht. Auf dem Schiff Menschen verschiedener Ethnien und Religionen. Ein Diola, der mit seinen Zöpfchen auch ein Beifall sein könnte, ist frommer Katholik. Und ein Sänger, der auch während seinen Reisen auf das Unterhalten des Publikums nicht verzichten kann. Während ich zuerst an einen Karaoke-Begeisterten glaube, werde ich bald aufgeklärt, dass er hier seine eigenen Songs singt und dass er bereits einen Namen in der senegalesischen Musikszene hat. Umso besser. Sein Künstlername Ja Emile. Während wir an Mangrovenwäldern Richtung Ozean vorbeikreuzen, verbeugen sich die einen in Richtung Mekka, kontemplieren andere die Schönheit der Natur und Ja Emile singt sein Bekenntnis zu Jesus als seinen Hirten und Herren aus vollem Hals. Die Mädchen, muslimische und christliche, klatschen und das Schiff, das Ziguinchor mit Dakar verbindet, verwandelt sich fast unbemerkt in eine schaukelnde Parabel. Hey, Halleluja. Insel Gorée, wenige Kilometer von Dakar gelegen, ist ein Juwel der Architektur mit einem toskanischen Flair. Die Insel hat sich der afrikanischen Kunst und vor allem der Erinnerung an die traurige Geschichte der Sklaverei verschrieben. Von hier wurden Sklaven unter schrecklichsten Bedingungen in die neue Welt verschifft. Ausgerechnet auf dieser Insel treffe ich auf einen Menschen, der für mich die Größe und die Freiheit des Geistes verkörpert und in das Thema von moslemisch und christlich eine neue Dimension hineinbringt. Je prends leur pensée, je prends leur cœur pour être tout le monde. Der Mann sagt zu mir, je suis universel. Ja, er sei zwar Moslem, aber auch Christ. Als Beweis krempelt er seinen Ärmel hoch und zeigt mir das auf seinem Arm eintätowierte Kreuz. C'est une montagne qui a une porte. Cette porte, c'est la porte là qu'on
qu'on peut rencontrer Dieu. Parce que c'est là-bas qu'il y a la lumière de la divinité. Parce que chacun de nous est un prophète. Soit chrétien ou musulman? Tout le monde. Parce que chacun a une commission de Dieu. Même s'il y a le bouddhiste qui vient, je vais le recevoir comment il est. Si je le montre comment je suis vers lui, il va être comme moi. Parce que pour prier vers Dieu, tout le monde croit que c'est Allahu Akbar, ou bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas ça. De prier, c'est avoir le grand cœur ouvert vers les créateurs, les créations de Dieu. Je vois. C'est ça le grand prière. Das ist eine Synthese in Person. Die vielen gemischten Ehen im Senegal leben diese Synthese auch, aber verteilt auf 2 Personen. Das Vorbild für diese Ehen kam direkt aus dem Präsidentenpalast, denn alle 3 Vorgänger des jetzigen Präsidenten Macky Sall waren mit einer Christin verheiratet. 2 von ihnen waren selber Moslems. Heute darf ich endlich so ein gemischtes Paar treffen, nachdem mir so viele Leute von solchen Familien erzählt haben. Nun sind wir bei Marian und Moussa zu Gast. Sie ist Katholikin, er Muslim. Hatten Sie nicht mit einem Widerstand der beiden Familien zu kämpfen? Il y avait des difficultés, aussi bien de son côté que de mon côté. Mais il a fallu la volonté de tout le monde. Et moi, pour ce qui me concerne, mes parents ont beaucoup, quand il est venu, il a prouvé ses qualités avec son éducation, son humilité, sa gentillesse et tout, qui ont vraiment impressionné mes parents. De sorte que mon père m'a dit un jour que vraiment si tous ses enfants trouvaient une femme comme la mienne, mais ils ne trouveraient aucun problème, tellement ma femme est gentille, tellement elle est disponible, tellement elle est formidable au sein de moi. Ma maman l'a beaucoup aimée aussi, bien qu'elle soit une femme tout couleur, parce que chez nous les tout couleurs sont très, très conservateurs. Je l'ai laissée dans ce qu'elle est, et moi je suis ce que je suis, cela ne nous dérange nullement. J'ai fait un mariage mixte, oui, mais jusqu'à présent, chaque dimanche, je suis à la messe. Et ils mettent beaucoup sur ma religion. Ils mettent beaucoup sur ma religion. Parce que des fois, j'ai des réunions de l'église, il y a des réunions. Dann hätte ich bereits beinahe die Kamera abgestellt und so den schönsten Moment verpasst. Dass die Religion sie nicht trennt, geht aus ihrer Schilderung klar hervor. Taten wiegen aber mehr als Worte. Seit ich von der Muslima Awa, Tochter eines Beifall, gehört habe, dass sie eine christliche Schule besucht, will ich unbedingt eine solche Schule sehen und habe das Glück, dass ich im Collège Saint-Ursule in Thiès eine Drehbewilligung bekomme. Die Mädchenschule des katholischen Ursulinenordens wird großmehrheitlich von muslimischen Mädchen besucht. Dass muslimische Eltern im ganzen Land gerne ihre Kinder in die Obhut der Nonnen schicken, scheint mir interessant. Bereits die Tatsache, dass sie in die Ausbildung der Mädchen investieren, verdient Beachtung. Dans mon village chez moi, l'église du village a été construite par les fils du village, sans distinction de religion. Die Diskussion im Lehrerzimmer kommt sofort in Gang, als die Lehrpersonen erfahren, mit welchem Thema ich mich beschäftige. Et en particulier la tolérance et le dialogue des religions. C'est que ce dialogue-là, je disais, est venu se greffer à une réalité sociale qui existait déjà, c'est-à-dire que nous n'avons presque pas de problème interethnique. Genau bekommen wir die Zahlenverhältnisse vorgelesen. Ce qui nous donne un pourcentage de 36,54%. Et les musulmanes sont au nombre de 408. Donc cela nous donne un pourcentage de 63,46%. Il y a aussi le fait que les parents sont rassurés parce qu'ils sont sûrs que leur enfant ne sera pas l'objet
de pratiques prosélytiques. Donc on n'est pas là pour les convertir à la religion chrétienne. Et les professeurs qui sont dans la classe ne voient pas le chrétien ou le musulman. On voit seulement un élève. Et au bout de tout cela, il y a la réussite. La réussite, parce que quand on voit les taux de réussite des écoles privées catholiques de manière générale, c'est des taux assez élevés comparés à la moyenne nationale. La messe de rentrée, ou bien la messe de fin d'année, donc j'assiste aux différentes messes. Lorsque les élèves étudient ensemble, elles se rendent compte qu'il est possible de vivre ensemble, musulmans et chrétiens. Alors des difficultés, quelquefois il y en a, surtout c'est déjà avec par exemple l'année dernière pendant le Ramadan, parce qu'ici avant chaque cours, avant chaque cours, il y a des temps de prière en classe où les élèves musulmans sont présents mais ne prient pas. Seulement nous leur demandons d'avoir une attitude respectueuse. Elles sont debout comme les chrétiennes, mais ne sont pas obligées de prier. Alors il y avait quelques filles qui ne voulaient pas, pendant le Ramadan, parce qu'elles jeûnaient, elles ne voulaient plus assister à la prière. Donc la sœur qui était là avant moi a eu à gérer cela. Elles ont appelé une réunion de concertation et beaucoup n'étaient pas pour. Finalement, elles ont accepté de rejoindre les classes pendant les heures de prière. De notre côté, il y a des aspects aussi très positifs. Nous voyons des élèves musulmans qui dirigent la prière chrétienne. Voilà, même cela. Nous ne les obligeons pas, nous ne leur demandons même pas. Mais quelquefois, voilà, spontanément, elles dirigent la prière. Gibt es denn gar keine Kompromisse, keine Rücksicht auf die muslimische Mehrheit? Voilà, nous l'avons modifié en enlevant la croix. Parce que nous nous sommes dit, voilà, à quoi bon obliger des élèves musulmans à porter une croix si elles n'y croient pas? Voilà. Ich darf mit 2 Schülerinnen der 3. Klasse sprechen. Caroline ist katholisch und Marie, ja, sie ist muslimisch, auch wenn sie diesen Namen trägt. Marie, das christliche Gebet in der Schule, stört Sie das nicht? Non, du tout, parce que chacun se doit de respecter la religion de l'autre et on doit être en mesure de vivre dans une parfaite harmonie, les unes étant chrétiennes et les autres musulmanes. Donc il y a peu de difficultés entre... On peut même dire qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout le monde essaie de faire le son. Donc, est-ce qu'il y a des cours de religion ici à l'école? Oui, il y en a à la religion chrétienne, mais il n'y a pas de cours de religion musulmane. Par exemple, pour compenser, au moment où les chrétiennes font catéchisme, nous on fait morale, les musulmans. On a droit à 1 heure de morale par semaine. Lorsqu'on ne va pas en cours, on va aussi à l'école. À l'école coranique. Et on apprend le Coran en arabe ou comment? Oui, en arabe. Donc tu sais arabe. Von den Mädchen möchte ich noch etwas über ihre Zukunftspläne hören. Moi, je m'étais dit que j'allais partir à l'ISM pour continuer mes études. Et pour, à la fin, devenir une banquière comme mon frère aîné. Je voudrais choisir physique-chimie afin d'être plus tard ingénieur. Donc, bonne chance pour vos projets et merci beaucoup. Schon lange wollte ich einen Vertreter der evangelikalen Christen besuchen. Ich frage mich, wieso sie gelegentlich zur Zielscheibe von Attacken erzürnter Moslems werden. Ich wende mich an Pastor Felix Ndiaye von der Pfingstgemeinde Assemblée de Dieu. In seinem Haus bin ich bereits aus Versehen gelandet, als ich den reformierten Gottesdienst suchte. Während ein kanadischer Gastprediger seine Leute motiviert, findet Pastor Felix einen Moment für mich. Ceux qui sont venus ici ce soir désespérés, voici ce que le Canada vous annonce, que le futur commence. Pastor Felix, wie sehen Sie denn Ihre Rolle mitten in dieser großmehrheitlich muslimischen Gesellschaft? Je suis né dans l'islam, j'ai grandi musulman et c'est seulement à l'âge d'adulte, à 19 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Beaucoup de mes frères aussi m'ont suivi par la suite, ils se sont convertis, mais il y a un groupe
de mes frères et sœurs qui sont encore musulmans. Et nous partageons la même famille, nous partageons la même cour, nous partageons le même repas. Surtout au Sénégal, nous aimons manger ensemble. La société sénégalaise, de manière générale, n'a pas ce problème. Mais depuis quelques années, nous assistons quand même à des actes isolés. Je dis bien à des actes isolés. Des églises que l'on détruit par là, des chrétiens qui sont bastonnés, ou bien des jeunes gens, parce qu'ils sont convertis, ils ont quitté l'islam, ils ont été chassés de leur famille. En tant que pasteur, et même chrétien tout court, ma responsabilité ou ma mission dans cette société consiste à œuvrer pour la paix. Je crois profondément que le chrétien est un acteur de paix. Jésus-Christ de Nazareth nous a donné beaucoup d'instructions là-dessus. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est vrai, profondément, je sens au-dedans de moi que les chrétiens ne sont pas aimés des musulmans. Mais les chrétiens doivent aimer les musulmans. Die Gefahr komme von den Extremen, heißt es immer wieder. Verstehen Sie sich selber als eine extreme Gemeinschaft? Oui, le monde entier est sous une menace. Nous sommes dans les derniers temps et la Bible nous avertit et nous instruit sur ces questions. Il y aurait beaucoup de bouleversements. Et c'est comme ça que je comprends ce sujet d'actualité qu'est le terrorisme. Werden die Evangelikalen den Senegal nicht déstabilisieren? Nous ne sommes pas en mesure de le faire. On ne peut même pas le faire. Les chrétiens évangéliques, comme le terme évangélique d'ailleurs le dit, sont profondément ancrés dans la parole de Dieu. Ganz unverhofft muss ich nochmals auf Reisen gehen, bevor meine Zeit hier im Senegal abgelaufen ist. Ein Missionar hat nämlich von meinem Projekt gehört. Haben Sie denn auch Joseph Diouf interviewt? Fragte er mich. Nein, ohne ihn ist Ihr Bericht wertlos, stellte er trocken fest. Das will ich nicht riskieren und mache mich auf den Weg zu der Farm, die der pensionierte Lutheranerpfarrer, um den es hier geht, etwa 100 Kilometer von Dakar entfernt bewirtschaftet. Nun steht noch diese letzte Verabredung vor mir. Ihn bitten immer wieder Moslems um die Taufe, habe ich mitbekommen. Trotzdem wird er im muslimischen Umfeld nicht attackiert, sondern er wird weit herum geschätzt und geliebt. Was ist denn das Geheimnis seiner Beliebtheit? Aber werde ich bei ihm je ankommen? Die Borduhr zeigt mit beharrlicher Genauigkeit den Zeitpunkt an, als sie zuletzt noch ging. 6:45 war es damals. War ich da bereits auf der Welt? Für die fortbewegungswichtigen Organe dieses Gefährts scheint genau heute die letzte Stunde geschlagen zu sein. Aber zum Glück war es wahrscheinlich nur ein Midlife-Crisis. Zuletzt muss ich noch auf ein anderes Taxi umsteigen. Es braucht nämlich einen Chauffeur, der den Weg bis zur Farm kennt. Denn diese liegt abgelegen mitten in der Steppe. Schließlich komme ich aber gut an diesem besonderen Ort. Bald verstehe ich, wieso es wichtig war, Joseph Diouf auf der Farm und nicht irgendwo in einem Hotel in Dakar zu treffen. Die Farm ist nicht sein Rückzugsort für den Ruhestand, sie ist vielmehr die Verwirklichung einer Vision und ein Lebensprojekt. Joseph Diouf erklärt das Eden-Projekt. Il y a un missionnaire américain qui s'appelait John Brighton, qui un jour m'a dit que pasteur, en ce temps-là je ne suis pas pasteur, en ce temps-là j'étais un enfant dans le camp des jeunes. Il m'a dit va planter les arbres. Alors je lui ai dit mais planter les arbres chez moi, est-ce que vraiment... Et il m'a demandé ça. Quand je suis venu chez moi, j'ai demandé à mon père de me donner un terrain où je peux faire l'écologie, planter les arbres. C'était vraiment quelque chose de ridicule pour mon père. Alors, mais néanmoins, il m'a octroyé 4 hectares dans lesquels je peux faire ma folie. Et c'est depuis l'heure que j'ai dans mon sang et dans mon esprit
et dans toute ma force la pensée de faire vers le Sénégal. Et j'ai nommé cette place Eden Vert du Sénégal. Depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la plantation des arbres, dans l'écologie, dans la protection de l'environnement, sur la lutte contre la désertification et l'enseignement civique. Et quand je suis devenu pasteur en 1987, j'ai continué avec cette vision. Je suis pasteur dans l'église luthérienne du Sénégal. Alors, dans chaque paroisse où on m'a affecté, j'ai amené avec moi l'idée de la protection de l'environnement. J'ai commencé nu. Il n'y avait qu'un petit point de tronc ici. Toutes les plantes que vous voyez ici ont été plantées par nous-mêmes et les jeunes qui sont autour de moi. Donc, Eden Vert continue à faire son chemin. Plus de 2000 enfants ou bien 2000 jeunes devenus adultes actuellement ont passé par Eden Vert. Et dans chaque village où nous partons, nous essayons de transformer la vie de ces villageois. Notre vision, c'est biblique. C'est prendre de ce que nous avons, prendre les moyens qui sont autour de nous et commencer avec ça. Et aider à chaque famille qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Et c'est ça la vision. On prend un œuf pour le transformer jusqu'à arriver à un bœuf. C'est ça notre pensée. Et aussi au Sénégal, la chose la plus importante est que la paix qui règne entre chrétiens et musulmans. Même si on est minoritaire, nous avons un poids quand même. On nous respecte, on nous aime. Nous aimons nos frères musulmans, ils nous aiment. Ils nous donnent la place que nous avons dans le pays. Nous sommes ensemble. Je suis de père musulman, d'une famille musulmane. Toute ma famille est presque convertie au christianisme sans problème. J'ai des frères musulmans, des sœurs musulmans, des frères chrétiens et on vit comme ça. Wie muss man sich den Unterschied vorstellen zwischen einer Mission, die verletzt und einer, die einlädt? Qui blesse et une mission qui invite. Bon, quand j'étais au Caire, j'aimais cette phrase du pape Chenouba qui disait que Adine lillahi, al-watani linnasi. Il dit que la religion c'est une affaire de Dieu. Il dit que le pays nous appartient nous tous. La religion c'est une affaire intérieure entre nous et Dieu. Si nous comprenons cette réalité, nous pouvons vivre en paix. Et ça, dans cette mentalité que nous sommes ici, nous n'obligeons personne à être chrétien. Et toujours aussi, chaque mission, que ce soit au côté chrétien ou au côté musulman, nous devons éviter ce qu'on appelle le prosélytisme, c'est-à-dire faire du bien pour amener l'autre à accepter ce qu'il ne veut pas. Nous vivons notre vie chrétienne, nous prions, nous partageons la parole de Dieu librement. Cette maison est une maison de chrétiens, c'est sûr, parce que je suis pasteur en tant que fondateur. Mais je laisse les musulmans venir et faire leur conviction, tout en vivant ma conviction au milieu d'eux. Il y a des possibilités. Quand notre témoignage, notre façon de vivre, notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon de partager attire un frère musulman à être chrétien, ça c'est une bonne chose. Que le musulman fasse la même chose, que sa façon de parler, sa façon de faire, sa façon de faire nous montre que ça c'est Dieu. Et c'est ça le témoignage que Dieu attend de nous. Donc il y a des conversions bien sûr, mais des conversions libres, qui n'ont pas de problème, ils n'ont aucun problème pour ça. Donc, et voilà ce que nous faisons ici. Pasteur Joseph bekehrt niemanden. Liebt die Menschen und arbeitet unermüdlich für sie. Ist das ein ganzes Geheimnis? Ich weiß nun wirklich, dass ich diese letzte Begegnung nicht hätte missen wollen. Donc vous voyagez aussi beaucoup. Ich habe große Landstriche Senegals bereisen dürfen. Ob meine Mission hier erfüllt ist oder nicht, ist sie nun definitiv zu Ende. Meine Kirche, das trifft sich gut.
Ich will dort nämlich erzählen von Frieden und dass Religionen sehr wohl dazu beitragen können. Das Geheimnis des Friedens zwischen den Religionen im Senegal scheint darin zu liegen, dass Moslems und Christen häufig miteinander verwandt sind, dass sie einander als Geschwister ansehen. Und wir bekommen doch in unseren Kirchen Sonntag für Sonntag gesagt, dass wir alle Gottes Kinder sind und darum untereinander Brüder und Schwestern. Daran gilt es aus ganzer Kraft festzuhalten für eine Zukunft in Frieden. Um das festzustellen, hat es sich für mich gelohnt, nach Senegal zu reisen. Und übrigens, das Gute kann ansteckend wirken, aber nur wenn es bekannt wird. Helfen Sie doch mit, den Frieden zu verbreiten, indem Sie dieses Video liken und teilen. Und wenn Sie beim Zusehen gedacht haben, es gäbe doch auch andere Orte, wo das Zusammenleben von Christen und Moslems inspirierend wirken kann, schreiben Sie darüber in den Kommentaren oder per E-Mail. Wer weiß, vielleicht ist das erst der Anfang einer Exemple-Reihe. Nana kum fala ikam tura.